Ja, also ich war gestern in Suhl bei einer Versammlung. Dort hat eine Rolle gespielt, da hat sogar eine Linke, eine Tagesseite, also ein Mitteilungsblatt für die Stadt von Suhl. Die haben dann tatsächlich sich verstiegen in die Feststellung, dass also die westdeutschen Geheimdienste, aber auch das MfS von Faschisten gegründet und geführt worden sind. Also das war natürlich schon ein harter Tobak. Also eine der ersten Aktivitäten des Insider-Komitees, damals für die kritische Aufarbeitung des MfS, wo ich dazugehört habe, war einmal die Gegenüberstellung der Gründergeneration der westdeutschen und der DDR-Geheimdienstes zu machen. Und das ist dann, mehr muss man eigentlich nicht machen, als diese Liste zu studieren. Und dann sieht man eben auf der einen Seite selbst bis zu SS und Gestapo in Führungspositionen. Hat man in der DDR eben Spanienkämpfer, KZ-Häftlinge, Partisanen selbst im Kampf gegen, oder Nationalkomitee Freies Deutschland, also die noch zu Kriegszeiten auf der Seite der Sowjetunion gekämpft haben. Da findet man keinen. Das war auch generell Einstellungshindernis. Also nicht nur NSDAP-Mitglieder oder SS oder Gestapo, auch selbst Offiziere der faschistischen Wehrmacht wurden nicht ins MfS eingestellt. Also das waren strenge Kriterien und das ist also eigentlich absoluter Schwachsinn, sowas zu veröffentlichen, aber es funktioniert immer wieder, wird immer wieder geglaubt. Ja, aber was eben die faschistischen Aktivitäten und so gibt, also in der DDR hat es zu keinem Zeitpunkt irgendwelche faschistischen Organisationen oder sowas Ähnliches gegeben wie die NPD oder die Republikaner oder heute die HIAG. Und das war einfach nicht möglich. Sowas zu bilden hat auch niemand versucht. Die einzigen Probleme, die wir hatten, waren dann, dass so Mitte der 80er Jahre kamen bei uns die Skinheads auf. Das heißt, das ist auch so wie viele andere jugendliche Subkulturen von DDR-Jugendlichen immer mal wieder gerne übernommen wurden. Zum Beispiel die Gruftis, ne, die sich dann schwarz angezogen und in Särge gelegt haben. Leider schon Mist, gab es immer wieder Leute, die bei uns das nachgemacht haben. So ist das bei uns auch nachgemacht worden, die also mit Springerstiefeln und Bomberjacken auffällig geworden sind, dann vor allen Dingen bei Fußballspielen dann randaliert haben auch. Diese Skinheads, die haben natürlich auch in gewisser Weise sympathisiert mit nationalsozialistischen Gedankengut, also Deutschland und was weiß ich, Deutschland groß und aber die hatten keine fundierte Ideologie oder irgendwas. Die haben sich hauptsächlich durch ihr Aussehen definiert. Und wir hatten in der DDR am Ende etwa 1000 solche Skinheads gehabt, die aber nicht organisiert waren, keine Organisationsstruktur in dem Sinne hatten. Die haben sich eben getroffen, eben bei Fußballspielen oder so, nach dem Zufallsprinzip oder weil sie sich untereinander kannten. Und auffällig war, dass von den 1000 Skinheads waren 600 in Berlin, in Ostberlin. Und die hatten natürlich dann auch teilweise Kontakt zu Westberliner Skinheads. Und das hat selbst dann die Gaukbehörde festgestellt, nachdem die Grenzen offen waren, nachdem die Möglichkeit bestand für die westliche Seite, sind die natürlich reihenweise hier einmarschiert. Und da hat sich diese Szene hat sich verfünffacht. Und an die Szene sind dann Leute gerückt, die wir teilweise inhaftiert hatten wegen faschistischer Dinge, die ausgewiesen waren oder noch freiwillig oder auf eigenen Wunsch nach Westen gegangen sind. Die kamen dann alle wieder, die waren alle wieder hier und haben dann praktisch das große Wort geschwungen. Also mit der Wende ist praktisch diese
dieser direkt faschistische Einfluss, möchte ich sagen, sprunghaft gestiegen. Vorher war es eben praktisch nur über, was weiß ich, verwandtschaftliche Beziehungen. Die Oma hat bei ihrer Rentenreise dann die Springerstiefel mitgebracht und so. Da ist das dann richtig eskaliert. Und dann hatten wir natürlich dann auch plötzlich auch diese direkten faschistischen Organisationen, MPD etc., was in der DDR nie möglich gewesen wäre. Also diese Geschichte mit den Skinheads ist ja eskaliert, als sie dann einmal die Idee hatten, in der Berliner Zionskirche da Punker, das waren ihre Erbfeinde, aber auch nicht politisch waren die auch nicht. Die bei so einem Punkkonzert haben die dann praktisch die dort verprügelt. Aber das ist dann tatsächlich so gewesen, dass von den 1000 Skinheads, die wir hatten, 90 sind einmarschiert in Haft. Also wegen Springerstiefel und Bomberjacke konnte man in der DDR niemand. Aber wenn jemand auffällig geworden ist, indem er solche, also in dem Fall Tätigkeiten gegen andere und so weiter, dann ist schon durchgegriffen worden. Also das haben wir schon gemacht. Das wird uns teilweise auch noch angelastet, dass wir das noch gefördert hätten. Also das kann man wirklich beim besten Willen nicht sagen. Ne? Und es war eben auch leider so, dass diese Jugendlichen, wenn sie schon keine richtige Ideologie hatten oder nichts Fundiertes, die haben das teilweise ja, aus Protest gegen ihre Elterngeneration kultiviert. Also die wussten, also mit Antifaschismus oder Faschismus können sie ihre Eltern oder die DDR oder die SED am meisten ärgern und so ist das dann teilweise, hat sich das dann auch hochgeschaukelt, ohne dass da jetzt eine fundierte Ideologie oder irgendwas dahinter war. Es war auch so ein Stück jugendliches Protestverhalten, das sich auf die Weise artikuliert hat. Leider. Ja.